Du glaubst, ich liebe dich? Klingt auf Deutsch immer gleich? Nicht ganz. Es gibt mehrere Wege und jeder hat eine eigene Bedeutung. Heute zeige ich dir meine 3 Lieblingsarten. Bevor wir anfangen, sag mir doch zuerst, hast du schon einmal jemanden aus einem anderen Land geliebt? Heute spreche ich mit dir über einen sehr wichtigen Satz. Viele Menschen möchten wissen, wie man „Ich liebe dich" auf Deutsch sagt und was dieser Satz wirklich bedeutet. Für mich ist dieses Thema persönlich. Ich erinnere mich an einen Moment, in dem ich diesen Satz fast gesagt hätte, aber ich war unsicher und mein Herz hat sehr schnell geschlagen. Ich wusste nicht, ob der andere Mensch bereit dafür war. Genau deshalb möchte ich dir zeigen, wie Deutsche über Gefühle sprechen und warum manche Wörter sehr stark sind. In Deutschland sagt man, ich liebe dich nicht sehr oft. Dieser Satz kommt erst, wenn man sich wirklich sicher fühlt. Aber es gibt auch andere schöne Sätze, die man sagen kann, wenn man jemandem zeigen möchte, dass er wichtig ist. Heute lernst du diese 3 Sätze und verstehst, in welchen Situationen sie passen. So kannst du in Deutschland nicht nur sprechen, sondern auch fühlen und verstanden werden. Bevor wir die 3 Sätze lernen, ist es wichtig zu verstehen, wie Menschen in Deutschland über Gefühle sprechen. Viele Deutsche sind vorsichtig, wenn es um Liebe geht. Sie sagen romantische Sätze nicht sehr schnell. Das bedeutet nicht, dass sie weniger fühlen. Es bedeutet nur, dass sie sicher sein möchten, bevor sie etwas Starkes sagen. In manchen Ländern spricht man offen und sehr schnell über Liebe. In Deutschland dauert es oft länger. Menschen hier möchten zuerst Vertrauen aufbauen. Sie möchten den anderen gut kennen. Erst dann sagen sie Sätze wie „Ich liebe dich". Deshalb hat dieser Satz in Deutschland eine sehr tiefe Bedeutung. Viele Deutsche zeigen ihre Gefühle auch auf andere Weise, zum Beispiel durch kleine Gesten. Sie helfen dir, sie hören dir zu oder sie verbringen viel Zeit mit dir. Gefühle werden also nicht immer durch Worte gezeigt. Aber wenn ein deutscher Mensch etwas sagt, dann meint er es meistens ernst. Genau deshalb ist es wichtig zu wissen, welche Sätze es gibt und wann man sie benutzt. Nummer 1. Ich liebe dich. Ich liebe dich ist der stärkste Liebessatz in der deutschen Sprache. Viele Menschen in Deutschland benutzen ihn nur, wenn sie sich absolut sicher sind. Für Deutsche ist dieser Satz nicht nur ein Wort, er ist ein großes Gefühl. Er bedeutet, dass man dem anderen Menschen sehr vertraut und dass man eine feste Beziehung möchte. Oft wartet man in Deutschland lange, bevor man diesen Satz zum ersten Mal sagt. Manche Paare warten Wochen, andere Monate. Viele möchten ganz sicher sein, dass beide Personen bereit sind. Sie möchten nicht zu schnell gehen und den anderen nicht unter Druck setzen. Deshalb hat dieser Satz eine große Bedeutung. Wenn ein Mensch in Deutschland „Ich liebe dich" sagt, dann ist es ein echter Moment
und kein leichter Satz. Ich erinnere mich an eine Situation aus meinem eigenen Leben. Es war ein Abend im Sommer. Ich saß mit einer Person zusammen, die mir schon lange gefallen hat. Wir waren auf einer kleinen Parkbank. Die Sonne war schon untergegangen und es war still. Ich fühlte mich sehr nah zu ihr. In diesem Moment wollte ich liebe dich sagen. Mein Herz war sehr schnell und ich wusste, dass dieser Satz alles verändern könnte. Ich war unsicher, ob es der richtige Moment war. Ich hatte Angst, dass es zu früh war. Gleichzeitig fühlte es sich so ehrlich an. Dieser Moment hat mir gezeigt, wie stark dieser Satz ist und wie viel Mut man dafür braucht. Viele Deutsche fühlen genauso. Sie möchten diesen Satz nicht einfach so sagen. Sie möchten ihn sagen, wenn sie ihn wirklich fühlen und wenn sie bereit sind, Verantwortung für ihre Gefühle zu übernehmen. Deshalb klingt „Ich liebe dich" in Deutschland oft ruhig, langsam und sehr ernst. Es ist kein Satz für jeden Tag. Er ist ein Satz für etwas Besonderes. Wenn du diesen Satz benutzt, solltest du wissen, dass er tief ist. Viele Deutsche erwarten, dass man ehrlich ist und dass man diesen Satz nur sagt, wenn man wirklich liebt. Wenn du noch unsicher bist, ob du bereit bist, dann kannst du lieber etwas anderes sagen. Aber wenn du wirklich so fühlst und der Moment richtig ist, dann kann dieser Satz sehr schön sein. Ein einfacher und natürlicher Satz wäre zum Beispiel: Ich liebe dich und ich fühle mich sehr wohl mit dir. Oder Ich liebe dich und ich möchte dir das sagen. Diese ruhige Art passt sehr gut zur deutschen Kultur. Sie zeigt echte Gefühle, ohne übertrieben zu wirken. Nummer 2. Ich hab dich lieb. Der Satz Ich hab dich lieb ist in Deutschland sehr wichtig. Er klingt weich, freundlich und warm. Viele Menschen benutzen diesen Satz viel häufiger als Ich liebe dich. Er ist nicht so stark und tief wie Ich liebe dich, aber er zeigt trotzdem, dass eine Person dir wirklich nahe steht. Dieser Satz passt in viele Situationen und ist nicht nur für romantische Paare gedacht. In Deutschland sagen Eltern oft, Ich hab dich lieb zu ihren Kindern. Auch Großeltern und Geschwister benutzen diesen Satz. Gute Freunde sagen ihn, wenn sie einander unterstützen oder wenn sie zeigen möchten, dass sie füreinander da sind. Er ist ein Satz für Vertrauen, Nähe und Alltag. Er ist freundlich, aber nicht zu schwer. Genau deshalb mögen ihn viele Deutsche. Ich hab dich lieb kann man auch zu einer Person sagen, mit der man gerade eine Beziehung beginnt. Vielleicht fühlt man schon sehr viel, aber man ist noch nicht bereit für Ich liebe dich. In dieser Situation ist Ich hab dich lieb perfekt. Es zeigt, dass man den anderen gern hat, aber es macht keinen Druck. Der Satz ist ehrlich, aber er ist nicht zu groß. Es gibt auch Momente, in denen dieser Satz ganz spontan kommt. Einmal war ich mit einem Freund in einem sehr kleinen Café. Es war laut, es war eng und überall standen Menschen.
Wir tranken warmen Kakao und haben über etwas gelacht, das eigentlich gar nicht so witzig war. Plötzlich wurde er still und sah auf seine Tasse. Dann sagte er einfach: Ich hab dich lieb. Ohne Vorbereitung, ohne eine besondere Szene. In diesem lauten Raum fühlte sich dieser kleine Satz wie ein warmes Licht an. Genau so funktioniert dieser Ausdruck in Deutschland. Er muss nicht perfekt sein. Er muss nur ehrlich sein. Für Menschen, die Deutsch lernen, ist dieser Satz sehr hilfreich. Er ist leicht auszusprechen und passt in viele Situationen. Du kannst ihn zu Freunden sagen, zu deiner Familie oder zu einer Person, die dir wichtig ist. Ein natürlicher Satz wäre zum Beispiel: Ich hab dich lieb und ich freue mich, dass du da bist. Oder Ich hab dich lieb und ich denke oft an dich. Diese Sätze wirken ruhig und freundlich und passen gut zum deutschen Sprachgefühl. Ich hab dich lieb ist ein Ausdruck der Wärme. Er ist weich, leicht und gibt trotzdem ein tiefes Gefühl von Verbundenheit. Er zeigt Nähe, ohne zu viel zu verlangen. Und genau das macht ihn in Deutschland so besonders. Nummer 3. Du bedeutest mir viel. Der Satz Du bedeutest mir viel ist in Deutschland sehr beliebt, weil er ehrlich ist und trotzdem vorsichtig klingt. Er zeigt starke Gefühle, aber ohne sofort von Liebe zu sprechen. Viele Menschen benutzen diesen Satz, wenn eine Beziehung noch neu ist oder wenn sie nicht sicher sind, ob der andere bereit für tiefere Worte ist. Dieser Satz passt auch gut zu Freundschaften, in denen man zeigen möchte, dass ein Mensch eine wichtige Rolle im eigenen Leben hat. Du bedeutest mir viel, hat einen ruhigen Charakter. Er ist nicht laut und nicht dramatisch. Er zeigt, dass du jemanden sehr schätzt, ohne sofort ein großes Versprechen zu geben. Deshalb ist dieser Satz besonders in Deutschland sehr passend. Viele Deutsche möchten Gefühle langsam und sicher ausdrücken. Sie möchten Nähe zeigen, aber ohne zu schnell zu sein. Dieser Satz hilft genau dabei. Dieser Satz ist auch sehr hilfreich für Menschen, die Deutsch lernen. Er ist leicht zu verstehen, leicht auszusprechen und er kann in vielen Situationen benutzt werden. Wenn du noch nicht bereit bist, ich liebe dich zu sagen, oder wenn du jemanden nicht unter Druck setzen möchtest, ist dieser Satz eine gute Wahl. Er klingt freundlich, ruhig und respektvoll. Ein natürlicher Satz wäre zum Beispiel: Du bedeutest mir viel und ich bin froh, dass wir uns kennen. Oder Du bedeutest mir viel und ich fühle mich wohl mit dir. Diese Sätze wirken ehrlich, ohne zu schnell zu sein. Sie sind perfekt für Beziehungen, die wachsen und sich entwickeln. Du bedeutest mir viel ist ein Satz, der Raum lässt. Er sagt nicht zu wenig und nicht zu viel. Und manchmal ist genau diese Balance die schönste Art, Gefühle auszudrücken. Einmal war ich mit einer Freundin auf dem Weg zur Arbeit.
Es regnete sehr stark und sie hatte keinen Regenschirm dabei. Wir mussten schnell laufen und schon nach kurzer Zeit waren ihre Haare und ihre Jacke ganz nass. Ich hatte eine große Tasche dabei und hob sie über ihren Kopf, damit sie etwas geschützt war. Wir sahen bestimmt sehr seltsam aus, aber wir mussten beide lachen, weil die Situation so chaotisch war. An einer roten Ampel blieb sie stehen und sah mich kurz an. In diesem Moment sagte ich, »Du bedeutest mir viel.« Sie lächelte leise, und wir liefen weiter durch den Regen. Nach diesem Tag haben wir uns nie wieder gesehen. Manchmal vergessen wir, dass schöne Wörter auch wehtun können. Sätze wie »Ich liebe dich«, »Ich hab dich lieb« oder »Du bedeutest mir viel« klingen warm und voller Nähe. Aber sie können auch alte Erinnerungen öffnen. Ich habe das selbst erlebt. Es war eine Zeit, in der ich einem Menschen sehr nah war. Wir trafen uns oft, gingen spazieren, kochten zusammen und lachten über viele kleine Dinge. Alles fühlte sich leicht an, und ich dachte, diese Verbindung bleibt für lange Zeit. Eines Abends saßen wir in meiner Wohnung. Es roch nach Tee und frisch gebackenem Brot, und der Abend fühlte sich ruhig an. Dieser Mensch sah mich an, sehr offen und sehr ehrlich. Ich hörte plötzlich die Worte, »Ich hab dich lieb«. Normalerweise macht dieser Satz warm, aber in mir löste er etwas anderes aus. Ich spürte Freude, aber gleichzeitig auch Angst. Die Worte erinnerten mich an jemanden aus meiner Vergangenheit, den ich verloren hatte. Es war, als ob zwei Gefühle gleichzeitig in meinem Herzen lagen. Nähe und Schmerz, Wärme und Erinnerung. Später, bei einem weiteren Treffen, sagte dieser Mensch, »Du bedeutest mir viel.« Ich wusste, dass es ehrlich gemeint war, aber mein Herz wurde schwer. Diese Worte haben mich an eine andere Zeit erinnert, in der ich so etwas auch gehört hatte, kurz bevor ein Abschied kam. Die Worte waren nicht schuld. Sie waren freundlich, aber sie berührten Stellen in mir, die empfindlich waren. Der schwierigste Moment war ein paar Wochen danach. Wir standen draußen vor meiner Haustür, es war schon dunkel und der Abend war kühl. Die Person sah mich ruhig an und sagte, »Ich liebe dich.« Viele Menschen träumen von diesem Satz, aber für mich war es in diesem Moment schwierig. Ich wusste nicht, ob ich bereit war. Ich wusste nicht, ob ich diesen Satz beantworten kann. Die Worte waren schön, aber sie taten weh, weil sie mich an Gefühle erinnerten, die ich noch nicht verarbeitet hatte. Seit diesem Abend weiß ich etwas sehr Wichtiges. Auch schöne Wörter können schmerzen, weil sie uns zeigen, was wir einmal hatten oder was wir vielleicht verlieren könnten. Sie erinnern uns an alte Geschichten, an Hoffnungen und an Menschen, die nicht mehr da sind. Trotzdem sind diese Sätze wichtig. Sie zeigen, dass wir fühlen. Und manchmal ist es gut, sich daran zu erinnern, dass Liebe nicht nur warm ist, sondern manchmal auch Mut braucht.
Wenn man die 3 Sätze miteinander vergleicht, merkt man schnell, dass sie alle Liebe zeigen, aber auf ganz unterschiedliche Weise. Ich liebe dich ist der stärkste Satz. Viele Menschen in Deutschland sagen ihn erst, wenn sie sich sehr sicher fühlen und wenn die Beziehung tief und stabil ist. Dieser Satz ist direkt und sehr ernst. Man benutzt ihn nicht oft und auch nicht leicht. Ich hab dich lieb fühlt sich weicher an. Er ist warm, freundlich und passt zu vielen Situationen. Man sagt ihn in Familien und unter engen Freunden. Auch Paare, die sich noch nicht lange kennen, benutzen ihn gern. Er zeigt, dass man einem Menschen nah ist, aber es ist nicht der große Satz wie »Ich liebe dich«. Der Satz »Du bedeutest mir viel« ist ruhig und vorsichtig. Er zeigt, dass jemand wichtig ist, aber lässt genug Raum für beide Personen. Dieser Satz passt gut, wenn man noch nicht sicher ist, wie tief die Gefühle sind, oder wenn man eine Nähe zeigen möchte, ohne etwas zu schnell zu sagen. Er klingt ehrlich und respektvoll, und deshalb wird er in Deutschland sehr geschätzt. Alle 3 Sätze sind wichtig. Sie zeigen, dass man Vertrauen hat und dass man sich öffnet. Doch sie haben unterschiedliche Zwecke. Manchmal braucht eine Beziehung etwas Starkes, manchmal etwas Warmes und manchmal etwas Vorsichtiges. Wenn man den passenden Satz wählt, versteht der andere Mensch besser, was man wirklich fühlt. Und genau das macht gute Kommunikation aus. Vielleicht hast du in diesem Video gemerkt, dass Liebe im Deutschen viele Formen hat. Manchmal ist sie stark und sicher, manchmal ist sie vorsichtig und langsam, und manchmal erinnert sie uns an schöne oder auch an schwierige Momente. Die 3 Sätze. Ich liebe dich, ich hab dich lieb, und du bedeutest mir viel, helfen uns, genau das auszudrücken, was wir fühlen. Jede Form passt zu einer anderen Situation. Wichtig ist nur, dass du ehrlich bist und dass du die Worte wählst, die wirklich zu deinem Herzen passen. Ich hoffe, dass du jetzt besser verstehst, wie diese Sätze in Deutschland benutzt werden und welche Bedeutung sie haben. Vielleicht hast du selber schon solche Momente erlebt. Vielleicht hast du diese Worte gesagt oder gehört. Oder vielleicht überlegst du, sie bald zu benutzen. Jetzt möchte ich etwas von dir wissen. Welcher dieser Sätze fühlt sich für dich im Moment am besten an? Und hast du schon einmal erlebt, dass ein deutscher Satz über Gefühle dich überrascht hat? Schreib es mir gern in die Kommentare. Ich freue mich auf deine Geschichte und danke dir, dass du heute mit mir gelernt hast.